Ach Leute, schaut mal, was ich da für euch habe. Wunderschön. Der Škoda Enyaq Coupé RS, 300 PS, 77 Kilowattstunden Batterie und das hört sich doch schon ganz ordentlich an. Alles, was man über den Škoda Enyaq Coupé RS wissen muss und auf welche Probleme ich eventuell gestoßen bin, das seht ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Project Drive. Da ist er also, der Škoda Enyaq Coupé RS. Danke übrigens an Christopher und an Škoda, dass sie mir dieses Auto zur Verfügung gestellt haben, damit ich dieses Video drehen kann. Und es ist ein sehr interessantes Auto, ein sehr schönes Auto, wie ich finde. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Details, würde ich sagen. Und die Details sehen mindestens so ordentlich aus wie das Auto selbst. Der Škoda Enyaq Coupé RS ist 4,6 Meter lang, 1,8 Meter breit und 1,6 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,77 Meter. Leer wiegt das RS Coupé 2367 Kilogramm und kann 1200 Kilogramm gebremst und 750 Kilogramm ungebremst ziehen. Auf dem Dach kann man dann noch zusätzlich 75 Kilogramm befestigen. Wenn man umdrehen muss, kommt man mit einem Wendekreis von 11,5 Meter überraschend gut um die Ecke. Die Motorleistung beträgt 300 PS, das maximale Drehmoment 460 Newtonmeter. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt das elektrische SUV-Coupé in 6,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h, was nicht gerade für ein RS-Modell spricht. Mit Allrad und 77 Kilowattstunden Batteriekapazität gibt Škoda eine WLTP-Reichweite von 520 Kilometer und einen WLTP-Verbrauch von 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW, womit man 7 Stunden und 30 Minuten zum Laden braucht. Die DC-Geschwindigkeit von offizieller Seite im Konfigurator beträgt 125 kW. Wenn man woanders nachsieht, steht da 150 kW. Alles falsch. Die genaue Ladeleistung und natürlich den Verbrauch habe ich gut dokumentiert und die seht ihr im Detail im nächsten Video, in dem ich mit dem Škoda Enyaq Coupé RS von Hannover nach München fahre. Da wird es dann ladetechnisch doch die ein oder andere Überraschung geben. Also ich muss wirklich sagen, als ich den Škoda Enyaq RS Coupé das erste Mal gesehen habe, habe ich mich sofort verliebt, schockverliebt sozusagen, denn der sieht todesgeil aus, wirklich. Die Farbe, wie gesagt, ist Geschmackssache, ist nicht so meins eigentlich. Es ist mir schon fast zu auffällig, ehrlich gesagt. Wie hätte ich ihn genommen? Wahrscheinlich in schwarz. Ganz schlicht, weil man muss ja nicht sofort sehen, dass der Leistung hat. Aber zum Thema Leistung, da kommen wir noch drauf zu. Eine Besonderheit des Škoda Enyaq RS ist natürlich optisch dieser Grill quasi, ne? Der ist ja komplett beleuchtet und zwar im Dunkeln sieht man das natürlich hauptsächlich. Jetzt, wenn ich ihn anmachen würde, würde man das, glaube ich, in der Kamera so gut wie nicht sehen. Aber ich blende euch das hier drüber, wie das dann im Dunkeln aussieht und es sieht top, es sieht absolut geil aus. Ein echt cooles Feature, wie ich finde. Ansonsten gibt es zum Beispiel diese Felgen hier, das sind, was sind das für welche? Wie viel Zoll haben die? 21 Zoll Felgen und das ist so ein Aerodynamik-Aufsatz hier, das Graue. Die Felgen sehen so an sich nicht aus, also doch, schon, aber man kann dieses Plastikding hier, man kann das rausklipsen quasi und dann hat man die normale, in Anführungszeichen, Felge dran und so verbessert es halt die Aerodynamik und wäre es mein Auto, hätte ich die Dinger schon längst im Müll geschmissen, ehrlich gesagt. Während die Frontgestaltung keine großen Unterschiede zu einem normalen Enyaq macht, sieht das Heck doch deutlich eleganter und weniger klobig aus als bei dem Modell, das bereits seit Anfang 2021 auf dem Markt ist und sich im Škoda-Universum zu einem Elektro-Bestseller gemausert hat. Das RS-Modell erkennt man an den Seiten mit zwei entsprechenden Plaketten, dem beleuchteten und schwarz gerahmten Grill namens Crystal Face, den serienmäßigen Matrix-LED-Leuchten und den gewaltigen 21 Zoll Felgen. Außerdem gibt es die Lackierung Mamba Green, welche für meinen Geschmack fast schon zu auffällig ist. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr die Farbe findet. Eine Sache, die mir bis jetzt nicht aufgefallen ist, aber ich habe damit auch nicht gerechnet oder ich habe es nicht erwartet, dass das Auto sowas hat, was aber ziemlich cool ist, denn es kommt ein wenig Rolls-Royce oder Bentley-Feeling auf, wenn man nämlich die Tür öffnet. Schaut euch das mal an.
und dann hier auf die Außenseite von der Tür oder die Innenseite oder die Außenseite von der Innenseite, ihr wisst, was ich meine, hier hingeht und hier dran zieht, ist hier ein Regenschirm drin. Na, hat eine Regenschirmhalterung drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Richtig coole Sache. Das Interieurdesign ist Škoda extrem gut gelungen und mindestens genauso ein Hingucker wie die Gestaltung des Exterieurs. Das Lenkrad beispielsweise sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch so an. Durch sportliche Daumengriffe und das geriffelte Design liegt das Lenkrad sehr griffig in der Hand. Daneben hat man einen guten Blick auf das 13 Zoll Infotainment-System, welches schnell und gut funktioniert. Auch die Karte bei der Navigation funktioniert zum Beispiel beim Zoomen fast in Echtzeit und bietet somit ein intuitives Erlebnis. Auch die Bedienung ist nicht sonderlich kompliziert und hat man nach ein paar Minuten Herumspielen verinnerlicht. Unterstützt wird der große Bildschirm von der 5,3 Zoll kleinen Tacho-Einheit. Das kleine digitale Cockpit zeigt alles an, was man während dem Fahren wissen muss. Das Armaturendesign wird dem Thema RS mehr als gerecht. In dieser Ausstattungsvariante ist sie mit Edelstahl- und Carbonelementen durchzogen und die Auflage beledert, was einen sehr sportlichen und hochwertigen Eindruck hinterlässt. Selbiges gilt auch für die Türverkleidungen und vor allem die hammermäßig aussehenden Sportsitze mit Wangen für einen guten Halt. Die Mittelkonsole im gleichen Design beherbergt den Gangwahlhebel, der wie ein kleiner Knopf aussieht. Daneben hat man eine kleine Ablage für Schlüssel oder das Portemonnaie, darüber 2 Getränkehalter und 2 Ablagen für Handys, wovon eines Wireless Charging bietet. Ebenso findet man dort noch 2 USB-C-Charger. Die findet man übrigens auch im Fond am Ende der Armlehne für die hinteren Insassen. Aber auch eine 240 Volt Steckdose. So wie vorne gibt es auch hinten für die äußeren Plätze Sitzheizung. Ein riesen Panoramaglasdach, welches von außen man fast gar nicht erkennt, durchflutet den Innenraum mit ausreichend Licht. Und ich stoße trotz des Panoramadachs nicht mit dem Kopf an der Decke an. Damit ihr seht, wie viel Platz im Fond auf den hinteren Sitzplätzen ist, habe ich den Fahrersitz auf meine Größe, also 1,86 m, eingestellt und mich dahinter gesetzt. Das Kofferraumvolumen beträgt 585 Liter, klappt man die Rücksitze um, hat man 1710 Liter. Was mir übrigens besonders im Innenraum gefällt, ist die allgemeine Anmutung. Es sieht wirklich super aus. Es ist wirklich super stimmig. Auch die Ambientebeleuchtung, die man jetzt am Tag natürlich nicht zeigen kann, ist nicht zu viel und auch nicht zu wenig, um es mal so auszudrücken. Also es leuchtet jetzt nicht wie ein Christbaum, wie in einem EQS zum Beispiel oder so. Und das finde ich eigentlich auch in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit, wenn es so nur dezente LED-Leuchten sind, ne? Ihr wisst. So, was mir noch sehr gut gefällt, ist das Infotainment-Display. Es ist schön groß, schön übersichtlich. Auch der Beifahrer kann quasi einen Blick hineinwerfen, ohne sich den Kopf zu verrenken. Coole Sache. Was ich nicht so toll finde, oder beziehungsweise das hätte man eventuell vielleicht sogar anders lösen können, aber es erfüllt seinen Zweck, ist die Tacho-Einheit. Die Tacho-Einheit ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, als ob sie nicht dazugehören würde. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, weiß ich nicht, so super klein, aber es reicht, um drauf zu gucken, um seine Reichweite abzuchecken, seinen Batteriestand vollkommen aus eigentlich. Also es ist so ein bisschen zwiespältig, aber das bleibt da wieder auch jedem selber überlassen. Die Sitze sehen zum einen super cool aus und sind sogar, also selbst für die Langstrecke fand ich die jetzt, also wie zum Beispiel Francesco gesagt hat, der ja mit dem Auto auch von München nach Hannover quasi gefahren ist. Der hat gemeint, dass ihm, dass ihm die Sitze zu hart sind. Aber ich weiß nicht, bei der Strecke, wenn man so lange fährt, ich glaube, da ist es teilweise vollkommen wurscht, in welchem Auto man fährt. Da tut einem immer der Hintern weh. Aber ich muss sagen, ich habe das Problem jetzt nicht gehabt persönlich, also ich fand die Sitze eigentlich recht anschmiegsam und geben auch einigermaßen guten Halt, auch durch die Wangen hier an der Seite, ne? Hier, also, und es sieht natürlich auch wirklich im Allgemeinen, es passt alles super zusammen, die Sitze zum Interieur, das Interieur zu den Leisten, auch das Lenkrad, muss man wirklich sagen, gut abgestimmt, finde ich cool. Was mir aufgefallen ist, gut, dass mir einfällt, ist, wenn ich höre sehr gerne Musik beim Autofahren. Die Anlage ist so mittelprächtig, möchte ich behaupten, aber reicht eigentlich aus. Also man will ja auch keinen Club hier veranstalten im Auto. Aber eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist die Türverkleidung zum Beispiel. Wenn man jetzt ein bisschen lauter Musik hört, dann fängt die...
hier das Plastik anzuknarzen, also zum Bass zum Beispiel. Ne? Ihr wisst, was ich meine, dieses Scheppern quasi. Und das ist schon äußerst stark teilweise. Sonst habe ich echt im Innenraum oder allgemein von der Qualität auch absolut nichts zu bemängeln. Ich bin ja schon mit diesem Škoda Enyaq Coupé RS von Hannover nach München gefahren. Das waren so circa 650 Kilometer. Und dieses Video, das wird nach diesem hier kommen. Da möchte ich nichts vorwegnehmen. Das heißt, Verbräuche, wie er sich fährt, also wirklich im Detail, das erfahrt ihr natürlich dann im nächsten Video. So, also wir sind jetzt auf jeden Fall mal losgefahren. Wir sind hier innerorts und wir gucken jetzt einfach mal, wie er sich fährt. Wir schauen auch gleich mal, was für ein Modus drin ist. Normal, das reicht auch erstmal vollkommen aus. Und dann fahren wir einfach mal. Also was man sagen muss ist, er fährt sich, wenn man ruhig fährt, sehr geschmeidig, aber auch direkt. Also er lenkt dahin, wohin er soll, und zwar ziemlich zackig. Und das ist im Normalmodus, finde ich nicht schlecht. Ich mag aber sowieso dieses sportlichere Fahren, sag ich mal, weil, keine Ahnung, ich bin halt einfach der Typ dafür und deswegen gefällt mir das auch so gut. Auch das Lenkrad fühlt sich super an. Die allgemeine Anmutung hier drin ist optimal, wirklich top. Das sieht wirklich sehr hochwertig aus. Also das hätte ich von einem Škoda ehrlich gesagt so nicht erwartet. Das hier ist Leder hier vorne unterm Navi direkt. Leder, da hier so Carbon-Optik, ne, mit den Chromzierleisten hier. Das sieht halt wirklich sportlich aus und auch dem Thema gerecht natürlich. Es ist ja ein RS-Modell, ne? Ich finde, das Thema passt perfekt hier rein. Genauso. Carbon-Seiten an den Türen auch. Sieht wirklich cool aus, muss man sagen. Wovon ich ja natürlich jetzt nicht so der Fan bin, sind diese klavierlackmäßigen hier Details oder hier das Plastik hier, was auf der Mittelkonsole hier teilweise verbaut ist. Bin ich kein großer Fan von, weil ihr seht Fingerabdrücke, ihr seht da alles, wirklich alles. Selbiges gilt fürs Lenkrad, da haben sie es aber einigermaßen schlau gemacht, denn da wo man die Finger hat, da ist kein Klavierlack. So. Bedeutet, an den Knöpfen, das ist so matt Plastik, und dahinter, da wo man mit den Fingern normalerweise nicht hinkommt, höchstens mal ultra aus Versehen, da ist Klavierlack. Das finde ich gut gelöst, das sieht cool aus und man kommt selten mit den Fingern dahin, das heißt, man muss das nicht so oft sauber machen, logischerweise. Und jetzt auch die Innenstadtfahrt war wirklich geschmeidig. Also so wie jetzt hier auf der Autobahnauffahrt hier diese Rillen, die werden wirklich sehr gut weggedämpft. Und jetzt sind wir auf der Autobahn. Jetzt machen wir mal kurz auf Sport. Wie gesagt, die Details zum Verbrauch und wie er sich auf Langstrecke fährt, das seht ihr dann im nächsten Video. Das wird ja ein extra Langstreckenvideo dann quasi. Hier sind nur kurze Eindrücke, damit ihr mal wisst, auf was ihr euch einlasst quasi. So, jetzt sind wir im Sportmodus und jetzt würde ich sagen, hier ist unbegrenzt. Geben wir mal Stoff. Also 130, 140 sind super schnell erreicht. Schon mal top, so lobe ich mir das. Jetzt komme ich quasi direkt schon zum Punkt Leistung, wie ich es schon angeteasert habe. Er hat 300 PS, das wisst ihr. Aber diese 300 PS, finde ich, stehen dem Auto nicht so ganz. Also bei so einem Elektroauto, vor allem in einer RS-Variante, finde ich, hätten es 400 PS schon eher getan. Also so an die 400 PS zumindest. Ich will natürlich nicht übertreiben oder sowas. Es soll ja auch im Endeffekt auch noch bezahlbar bleiben und dies und das. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich weiß nicht, wenn man sich schon eine Sportversion einer Sportversion quasi holt, was ja eigentlich ein RS ist, da erwarte ich eigentlich schon ein bisschen mehr Leistung, vor allem bei dem Gewicht des Fahrzeugs. Also. Übrigens, die Höchstgeschwindigkeit im Škoda Enyaq Coupé RS ist laut Tacho 184. Wow. Auch so ein Punkt, der mich extrem stört, diese Bevormundung, vor allem bei einem sportlichen oder sportlicheren Modell, sage ich jetzt mal. Und in dem Fall sieht er ultra sportlich aus, muss man schon sagen. Und der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 180, also ich weiß nicht, also da finde ich auch 200 km/h zumindest wären angebrachter gewesen. Ihr werdet es auch im Langstreckenvideo nochmal hören, wie ich mich darüber aufrege, weil
weil mich ein uralter, getunter, richtig kaputt getunter Ford Fiesta mit so, ihr wisst schon, so richtig typisch hässlichen, nach oben gebogenen Abgasrohren im Prinzip überholt hat. Und dann denke ich mir so, also keine Ahnung, also in unter 180, wenn ich Gas geben würde, kein Problem. Also die Leistung an sich passt schon so jetzt für 300 PS, beziehungsweise der Abzug, nicht die Leistung. Aber dann holt mich irgend so ein uraltes, geschissenes Auto, überholt mich da. Also, naja, also ich weiß nicht. Das finde ich auch ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn das Auto so aussieht. Da, versteht ihr, die Leute erwarten ja dann ein gewisses Statement. Vom Abzug her, finde ich, ist es in Ordnung für die Leistung. Obenrum geht sogar auch, ehrlich gesagt. Also für das Gewicht muss man schon sagen, auch für die 300 PS im Hinterkopf, zieht er auch bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 120, ab 100 weg, wirklich ordentlich eigentlich. Aber 180 Höchstgeschwindigkeit ist halt so ein Thema. Gefällt mir nicht. Bevor wir jetzt auf die Landstraße fahren, muss ich noch kurz dazu sagen, ich bin gerade hier durch die Ortschaft Oberhaching gefahren und dieses Auto natürlich in dieser auffälligen Farbe, da guckt jeder hinterher. Jeder schaut. Vor allem nachts übrigens, wegen dem beleuchteten Kühlergrill, sieht absolut hammermäßig aus, muss man wirklich sagen. Und auf Stichwort wegen Landstraße, hier kommt die Landstraße, also von 50 weg im Sportmodus, gib ihm. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn man schon im Rollen ist, dann muss man ja auch nicht mehr so dieses ganze Gewicht von 0 weg hin mitschleppen. Und das merkt man dann auch. Ich finde, er zieht von 0 weg so lala. Aber wenn man schon im Rollen ist, wie jetzt zum Beispiel hier von innerorts 50 km/h auf Landstraße 100 km/h, das macht Spaß. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, vielleicht irre ich mich ja auch wegen der Leistung, wie das jetzt auf der Landstraße ist. Hoffentlich kommt was Kurviges. Hier merkt man übrigens auch, weil ich weiß, dass diese Straße absolute Katastrophe ist von der Bauweise bzw. von der Abnutzung. Die Straße ist komplett huggelig und alles. Und hier kann man, das ist eigentlich der perfekte Fahrwerkstest. Und ihr seht es vielleicht durch mein Gewackel, wie die Straße hier wie die Straße halt aussieht. Und das Auto meistert diese Straße wirklich außerordentlich gut. Also mit anderen Autos ist es wie so. Kein Spaß, so sitzt man dann hier drin bei der Geschwindigkeit. Mit dem hier ist es alles relativ weich, also er dämpft gut ab, aber das Fahrwerk ist trotzdem noch, wenn man lenkt quasi, wenn man hier in die Kurve reinlenkt, immer noch direkt und das Fahrwerk ist doch dementsprechend auf den Boden gesetzt, hart sozusagen. Aber die Wellen, die in der Straße sind, die dämpft er super weg, wirklich außerordentlich gut. Endlich, meine Güte, eine leere Landstraße. Ich hatte so vorhin richtig typisch so Sonntagsfahrer vor mir, die mit 60 über eine 100er Straße fahren. Aber mein Gott, kann man ja jetzt nichts machen. Jetzt ist die Landstraße leer und übersichtlich und jetzt kann man mal gucken, was der Skoda kann. Bin sehr gespannt. Ja, man merkt in den Kurven schon das Gewicht des Fahrzeugs, logischerweise. Er wiegt ja auch was, so ist es nicht. Aber trotz alledem macht es einen fetzen Spaß, ehrlich gesagt. Also, ja, also aus den Kurven raus ist das schon beachtlich. Also muss man schon sagen, das Auto macht tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, richtig Spaß in kurvigen Landstraßen, solange sie frei sind natürlich, rumzufetzen. Echt cool. Ja, und nachdem ich über die Landstraße gefetzt bin, kann man eigentlich nur noch resümieren, dass ich mich, zumindest ein wenig geirrt habe. Denn es macht doch, wider Erwarten, sehr viel Spaß mit dem Skoda Enyaq RS Coupé über die Landstraße zu ballern. Preistechnisch befindet sich der Skoda Enyaq Coupé RS ab ca. 61.000 Euro. So wie er hier steht, mit voller Hütte, kostet er 71.000 Euro. Wenn man es aber nicht zu hardcore übertreibt im Konfigurator, dann kann man den Skoda Enyaq RS schon ab 62.595 Euro fahren. Also wirklich negative Punkte oder sowas würde mir jetzt auf Anhieb nicht einfallen, bis auf eine Sache, nämlich, die hat mich wirklich sehr gestört. Auf der Autobahnfahrt, zum Beispiel wo ich gefahren bin, von Hannover nach München, mit dem Cruise Control, wo er die Spur hält quasi, also mit dem Spurhalteassistenten,
erinnert das Fahrzeug ja, wenn man zum Beispiel jetzt die Hände vom Lenkrad nimmt, dass man ja die Hände wieder ans Lenkrad nehmen soll, und macht man das länger nicht, dann fängt das Auto an hier so zu bremsen leicht, damit man daran erinnert wird, hey, halt, nimm die Hand wieder ans Lenkrad. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass ich die ganze Zeit eigentlich im Prinzip selber gelenkt habe und die Hand am Lenkrad hatte, aber wenn es die ganze Zeit geradeaus zum Beispiel geht oder für eine längere Zeit, erkennt es das Auto einfach nicht, dass die Hand am Lenkrad ist und haut dir trotzdem ständig diesen Stopp rein. Ne? Und vor allem ich, wenn ich jetzt laut Musik höre oder sowas, dann höre ich dieses Bimmeln nicht, weil es zu leise ist, wobei man das wahrscheinlich einstellen kann, aber das habe ich jetzt in dem Zeitpunkt nicht gemacht. Dann haut er die ganze Zeit hier diesen Stopp rein und dann denke ich mir, was soll das denn? Aber das ist Meckern auf nur hohem Niveau, das kann man bestimmt irgendwie einstellen. Des Weiteren fällt mir ein, dass ich die Tachoeinheit ein bisschen zu klein finde, oder das hätte man vielleicht auch besser lösen können designtechnisch, weil man hat ein vergleichsweise großes Infotainment-Display und links daneben hinterm Lenkrad hat man dann so ein kleines Fitzelchen, was ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber das ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache vielleicht, keine Ahnung, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Eine letzte Sache wäre da aber noch, und das wäre der Verbrauch. Den Verbrauch seht ihr im nächsten Video, wo ich mit diesem Auto von Hannover nach München zurückfahre, wo es ja auch bergauf geht und so weiter, und da dürftet ihr überrascht sein. Deswegen lasst einen Daumen auf dieses Video natürlich da, abonniert den Kanal, damit ihr dieses nächste Video von dem Auto nicht verpasst, und dann danke ich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!